Thema halt Verdienst. Deswegen kannst du ja dann mal gerne sagen, was man da erwarten kann. Netto, ich meine, das kann ja jeder auch nachgucken, gerade bei den Beamten und auch im öffentlichen Dienst, da kann man ja alles einsehen. Ne? Liegt man so zwischen 2.500 und ich musste auch erstmal lernen, mich mehr zurückzunehmen. Ich rede sehr viel. Und ja, man muss sich bei Kindern dann doch einfach auch oft mehr zurücknehmen, damit die Kinder, gerade die etwas ruhiger sind und stiller sind, auch zu Wort kommen. Ein Gespür dafür zu entwickeln, ja, was die Kinder brauchen. Ne? Ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die viel, viel wichtiger ist als jetzt alles, was man so... Wir Grundschullehramtler sind ja so ein bisschen benachteiligt. Wir studieren genauso lange wie die an der weiterführenden Schule und wir verdienen aber A12, wenn wir hinterher fertig sind als verbeamtete Lehrkräfte. Die an der weiterführenden Schule steigen direkt mit A13 ein. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Da wir ja eigentlich alle dasselbe, also nicht dasselbe studieren, aber genauso lang studieren und auch einfach in anderen Bereichen dann dafür mehr lernen, finde ich, sollten da alle gleich bezahlt werden. Ja. Wir machen dann weiter jetzt hier mit Teil 2. Deswegen klar an der Stelle ganz wichtig, Teil 1 erstmal schauen, um gewisse Zusammenhänge dann hier jetzt auch natürlich entsprechend gleich erstmal zu verstehen. Fangen wir erstmal smart an, so bevor wir vielleicht zu ein paar kritischen Punkten wieder kommen. Welche Fähigkeiten hast du dir denn so selbst jetzt durch deine Tätigkeit, seitdem du Lehrerin bist, jetzt seit einigen Jahren, so selbst angeeignet? Gibt es da was, wo du so sagst, das hast du definitiv mitgenommen? Also ich denke, also die Fähigkeit, die ich am meisten ausgebaut habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist einfach feinfühliger zu sein. Ne? Also ich glaube, dass ich generell eine feinfühlige Person bin, aber im Zusammenhang auch mit den Kindern und natürlich seitdem hinterfrage ich auch wie ich mit meinen eigenen Kindern umgehe, auch nochmal ganz anders. Denke, das hat sich, würde ich mal sagen, verändert einfach. Ne? Ich glaube, ich habe es vorher nicht falsch oder nicht richtig gemacht. Da gibt es kein falsch und richtig. Aber es hat sich einfach verändert. Und ja, Fähigkeiten, ich denke schon, dass man das erstmal wieder neu lernen muss. Ja, einfache Sachen wie Rechenwege. Zum Beispiel, wie bringt man die heutzutage bei? Ja. Das war bei uns anders. Ja. Ne, so, das sind Fähigkeiten, die musste ich mir erst wieder aneignen. Natürlich auch viel durch Abgucken bei Kollegen. Wie machen die das denn? Und wie vermitteln die das Ganze? Und ja, das sind eigentlich so Fähigkeiten, wo ich sage, okay, da habe ich schon gut dazugelernt. Und ja, ich denke mal auch so die pädagogischen Kenntnisse oder so. Richtig, haben sich auch genau erweitert, ne? Ja, richtig. Einfach, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Und eigentlich bin ich immer schon, und das bin ich auch nach wie vor, jemand, der ich versuche sehr natürlich, ich mache einfach. Ne? So wie ich jetzt hier sitze, mache ich das nach Gefühl und das mache ich auch in der Schule. Natürlich geht das auch mal schief. Gibt auch mal Stunden, wo man denkt, oh Gott, was war das jetzt? Ich glaube, das kennt jeder, der im Lehrerberuf arbeitet, dass es so Stunden gibt, wo man denkt, oh Gott, jetzt hast du aber auch alles falsch gemacht. Ja. Nein, aber ja, ich musste auch erstmal lernen, mich mehr zurückzunehmen. Das ist, ich bin von Haus aus ja nicht ein lauter Typ, aber ich rede sehr viel. Und ja, man muss sich bei Kindern dann doch einfach auch oft mehr zurücknehmen, damit die Kinder, gerade die etwas ruhiger sind und stiller sind, auch zu Wort kommen und ein Gespür dafür zu entwickeln, ja, was die Kinder brauchen. Ne? Ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die viel, viel wichtiger ist als jetzt alles, was man so rein fachlich wissen muss. Ja. Ne? Ja, ich. Also gerade in der Grundschule ist Sensibilität eigentlich das Allerwichtigste. Und die Menschlichkeit dahinter und ja, einfach Kinder auch Kinder sein zu lassen und nicht zu erwarten, dass Kinder schon alles können und das muss jetzt klappen. Ja, also da haben wir ja auch schon Teil 1 viel drüber gesprochen, deswegen, wie gesagt, Zusammenhänge.
um die nochmal ein bisschen genau auch zu verstehen, einschalten. Ja, ist ja schon einiges dann, was du dann da jetzt schon quasi mitgenommen hast die letzten Jahre. Gehen wir mal so ein bisschen zum Thema Verhältnis, will ich auch mal gerne wissen, so unter den Kollegen ein. Da hast du ja schon gesagt, unter euch Verhältnis ist grundsätzlich gut, auch so zum Vorgesetzten. Mhm. Ja. Ne? Okay, dann haben wir das quasi abgehakt, aber ja, trotzdem nochmal so ein bisschen so ein Einblick hinter den Kulissen, so innerhalb des Lehrerkollegiums. Ja, gibt es da irgendwie so, dass man auch untereinander dann irgendwie über Schüler natürlich spricht, aber ist das auch so, dass dann schlecht gesprochen wird oder jetzt bei dir wahrscheinlich in dem Fall nicht so, wenn ihr da alle so Nein, also super oder wir sprechen natürlich auch über Schüler und gerade wenn es natürlich Schüler gibt, die irgendwie Schwierigkeiten haben oder mitbringen. und Eltern übrigens habe ich noch vergessen. Genau, Eltern ist auch ein Thema. Ja, also ganz außen vor bleibt das Thema, dass man über die Schüler spricht, natürlich nicht, weil wir müssen uns auch austauschen, damit, wenn mal Situationen entstehen, dass mal eine andere Lehrkraft irgendwie mit einbezogen wird, dass die Ja. einfach im Bilde sind. Ne? Das Ja, ist klar. auch wichtig. Und also über Schüler sprechen auf jeden Fall, aber dass wir jetzt irgendwie ja wirklich so schlecht reden über einen Schüler eigentlich nicht. Also das kann ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Ja. Da muss ich sagen, Ja, sondern sind alle professionell genug, da ja, oder in Teil 1 hast du ja auch gesagt hier so, ne, dass man dann schon zum Beispiel auch puncto Klassenarbeiten oder so wohlwollend dann irgendwie schon versucht, Punkte zu Genau, finden oder ja. irgendwie so dann, wenn dann schon eher für die Schüler, ne? Ja, Genau. sehr gut. Und zum Schulleiter auch so verhältnismäßig alles ja, doch. Picobello? Ja, doch. Also wir haben wirklich eine Schulleitung, die hinter uns steht Ja. und die ja auch sich für uns einsetzt. Ich meine, ich kann ja nur von mir jetzt zum Beispiel reden. Ja. Ich bin ja als ungelernte Kraft da reingekommen und bin direkt auch ins Team aufgenommen worden, als hätte ich noch nie was anderes gemacht. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ganz sicher, und das habe ich auch öfter schon gehört, ja, Schulen, an denen das einfach nicht so ist, dass man gerade auch als Vertretungslehrkraft so ein bisschen so, naja, das ist ja nur eine Vertretungslehrkraft, ne? Und bei uns ist es an der Schule auf jeden Fall nicht so. Ja. Gibt natürlich bestimmte Sachen, die man als Vertretungskraft nicht machen darf. Ich kann jetzt in manchen Konferenzen oder so nicht teilnehmen, aber das stört mich jetzt eher weniger. Weniger Konferenzen ist gut Ja. für mich. Nee, aber da kann ich eigentlich nicht sagen, dass wir da irgendwie also schlecht behandelt werden oder so. Und wir haben eigentlich einen ganz guten Draht zu unserer Chefin. Und wenn man wirklich mal was hat, ist es auch jemand, der auch auf menschlicher Ebene für einen da ist. Ne? Natürlich ist sie immer noch die Chefin. Ja, klar. Und natürlich am Ende des Tages ist sie diejenige, die dann die Entscheidung trifft, wenn es jetzt um was auch immer geht. Ne? Und auch da sind wir natürlich auch nicht immer einer Meinung. Also so generell, so das Kollegium und sie, das ist natürlich immer schon noch so ein Reibungspunkt, sage ich jetzt mal. Aber trotz allem, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf privater Ebene, man hätte irgendwas, man könnte da immer zu ihr kommen. Und das finde ich auch sehr wichtig, ne? Dass man auch da wieder auf der menschlichen Ebene ist. Ganz Und genau, und nicht so dieses krasse Hierarchiegefälle oder so hat, ne? genau, ja, ein bisschen ist es natürlich immer da. Das ist einfach an der Schule so. Ja. Genau. Ja, okay, interessant. Ja, unabhängig jetzt auch von deiner Schule, du wirst ja vielleicht, denke ich mal, hier und da vielleicht auch noch Lehrer kennen an anderen Schulen oder so. Ja. Deswegen war so für mich auch die Frage interessant oder für den einen oder anderen da draußen auch, weil man bei den einen oder anderen Lehrer ja, wenn man zurückblickt, der sich auch denkt, so ja, der ist jetzt auch nicht wirklich für den Beruf geschaffen. Ja. Was macht er da eigentlich als Lehrer? So, ja, kennt man da so welche oder hast du da auch Ja. mal welche einfach grundsätzlich kennengelernt, wo du denkst, was machst du denn hier eigentlich? Ja. Also ich kann mich noch an mein erstes Studium erinnern. Da hatten wir dann gerade, wo es dann um die weiterführende Schule geht, ich weiß nicht warum, aber wenn es um Lehrer in der weiterführenden Schule gibt, da gibt es immer irgendwelche skurrilen Menschen, wo man denkt, was macht der hier? Ja. Also ich habe das sowohl als Schüler so erlebt, dass es solche Lehrkräfte gab, genauso wie ich das auch schon so, also da tatsächlich eher in der Uni, seltener, dass es welche in meinem Umfeld sind. Und gerade als Lehrer kennt man meistens auch relativ viele Lehrer, also irgendwie ist es schon so, dass man dann irgendwie sich untereinander so ein bisschen kennt.
Das gibt es auf jeden Fall und das ist auch, glaube ich, wie gesagt, eher auf der weiterführenden Schule als auf der Grundschule. In der Grundschule sind die meisten sehr normal, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, ist ja klar, eigentlich gibt es halt auch irgendwo dann streng genommen natürlich in jedem Beruf. In jedem Beruf gibt es irgendwo Leute, wo du denkst, was machst du hier? Also du ich kann einmal nur das Beispiel meiner eigenen Schulzeit nennen. Das ist tatsächlich so, ich hatte eine Lateinlehrerin, im Nachhinein, obwohl die sehr skurril war, eine wunderbare Lehrerin und ich habe selten so oft, also ich spreche jetzt im Nachhinein sehr oft sogar über sie und in der Schulzeit fand ich sie ganz schrecklich. Sie hat ihre Bücher nach den Geburtsjahren der Autoren sortiert. Alleine das fand ich schon als Schüler so schräg, dass ich immer gedacht habe, oh Gott, irgendwie sind alle Lehrer so, ne? Also fand ich auf jeden Fall auch selber immer sehr merkwürdig. Und ich glaube, solche Lehrer gibt es auch relativ oft, weil es ist ja so, es ist nun mal ein Studium und viele Menschen, die studieren, würde ich mal sagen, sind auch sehr verkopft. Und die legen vielleicht nicht immer Wert auf die Meinung anderer und kommen dementsprechend einfach skurril rüber. Das heißt nicht, dass die Person das wirklich ist, aber ja. Ja, okay. Ja, gibt es auf jeden Fall dann solche Konsorten, die nicht da reinpassen unbedingt. Ja. Zum Thema Aufstiegsmöglichkeiten so als Lehrer, Schulleitung. Du hattest ja im ersten Teil auch schon gesagt, dann gibt es immer da noch einen drüber. Da wäre jetzt echt interessant zu wissen, was kommt denn überhaupt noch da drüber oder wen gibt es denn da? Oder? Also natürlich an der Grundschule ist die Hierarchie nicht ganz so wie in einer weiterführenden Schule. Ne? Es gibt natürlich noch Oberstudienräte, man kann dann Richtung Ministerium gehen. Man kann auch einfach hier in Nordrhein-Westfalen für die, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt, LBV, Landesamt für Besoldung und arbeiten. Also genau, also da gibt es schon noch ein paar Aufstiegsmöglichkeiten, aber die sind nicht so gegeben. Also klar, Schulleitung kann man werden und oder Stellvertretende, dann kann man Schulleitung werden und danach würde man ja schon fast die Schule, sag ich mal, verlassen. Genau, ja. Was man allerdings machen kann, und das machen auch viele Kollegen, dass man dann noch so zusätzlich was macht. Also eine Kollegin zum Beispiel, die kümmert sich um die Referendare dafür, ich weiß auch nicht, wie sich das genau nennt, aber für diesen Bereich kriegt sie dann extra Stunden, sage ich mal, angerechnet. Das kann man machen. Und ansonsten hat man an der Schule, das war es dann schon, ne? Ja, genau. Also gibt es nicht so diese klassische, wie in anderen Berufen, Weiterbildung. Hier machst du 2 Jahre Weiterbildung und dann kommst du da irgendwas über Schulleitung hinaus oder so, sondern dann ist halt eher so ein Weg, der sich ebnet oder wo man dann mit Erfahrung oder so sich für bewerben kann oder irgendwie so. Also im Moment gibt es tatsächlich sowas, weil wir Grundschullehramtler sind ja so ein bisschen benachteiligt. Wir studieren genauso lange wie die an der weiterführenden Schule und wir verdienen aber A12, wenn wir hinterher fertig sind als verbeamtete Lehrkräfte. Und die an der weiterführenden Schule steigen direkt mit A13 ein. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Okay. Und jetzt gibt es im Moment die Möglichkeit, sich auf eine Stelle zu bewerben, die dann A13 würdig ist, sage ich jetzt mal. Dafür bekommt man aber dann dementsprechend natürlich auch mehr Aufgaben. Und jetzt zum Beispiel bei uns ist es der Fall, müsste man wahrscheinlich die Schule wechseln, weil das auch nicht immer jede Schule irgendwie hat. Ich weiß nicht genau, was man da machen muss. Habe ich mich jetzt auch noch nicht mit auseinandergesetzt, weil es halt bei mir auch noch in der Zukunft liegt. Ja. Die Option finde ich grundsätzlich gut, ne, dass man sagen kann, okay, ich bilde mich weiter und dann werde ich zu A13. Aber eigentlich, da wir ja eigentlich alle dasselbe, also nicht dasselbe studieren, aber genauso lang studieren und auch einfach in anderen Bereichen dann dafür mehr lernen, sollten da alle gleich bezahlt werden. Ja. Sehe ich zumindest so. Ja, guck mal, dann direkt passend zu der nächsten Frage, Thema halt Verdienst. Deswegen kannst du ja dann mal gerne sagen, was man da erwarten kann, wenn man jetzt bei A12 einsteigt. Also gerne mal Nettobeträge, jetzt nicht brutto, sondern was kann man dann netto erwarten. Und dann vor allem das Gefälle darstellen zwischen A12 und A13, wie hoch das dann so ist. Also netto, ich meine, das kann ja jeder auch nachgucken, gerade bei den Beamten und auch im öffentlichen Dienst, da kann man ja alles einsehen, ne? Liegt man so zwischen 2.500 und 3.000 Euro ungefähr. Kommt natürlich dann auch drauf an, ob man Kinder hat oder
ja, manchmal gibt es dann auch schon mal so Zuschüsse. Ganz genau muss man das dann auch mit denen besprechen. Ja. Richtig, man kann ja auch zum Beispiel dieses Jobfahrrad mittlerweile bekommen und so. Das weiß ich nicht, wie das eingerechnet wird. Genau, das ist so der normale Einstieg, wenn man an der Grundschule anfängt. Und das steigert sich dann immer. Also erst alle 2 Jahre, ich glaube dann alle 4 Jahre oder irgendwie so. Und wenn man mit A13 einsteigt, dann ist man aber, glaube ich, schon dann 500-600 Euro mehr fängt man dann an. Und natürlich, dadurch, dass sich das ja mit den Jahren steigert, hat man dann am Ende bestimmt ein Tausender mehr. Ja. Okay, gut, ja, ist schon eine enorme Steigerung, weil klar, man kennt es halt ja auch, oder alle, die jetzt draußen nach Tarif bezahlt werden, gibt natürlich dann auch bei den einen oder anderen pro Jahr oder alle 2 Jahre nur 150 oder so mehr, aber allein jetzt dieser Einstieg der unterschiedlichen Klasse, sage ich mal, dann doch schon 500-600 ist schon dann enorm natürlich, ne, klar. Nach hinten raus, natürlich dann auch noch das Gefälle mehr. Ja, richtig, genau. Also umso mehr man verdient, desto mehr wird halt auch der Unterschied sichtbar. Ne? Ja. Okay, gut, also so 2.500 bis 3.000 netto, wisst ihr Bescheid, wenn ihr in der Richtung gehen wollt. Ja, dann eine Frage, die ich immer auf jeden Fall bisher gestellt habe, ist halt Thema Akzeptanz, so Ansehen in der Gesellschaft. Deswegen sage ich immer so, keine Ahnung, wenn man irgendwo eingeladen wird, Grillabend oder was, man auch mal wieder ein paar neue Leute kennenlernt, die fragen dann, was machst du? Jo, Lehrerin. Wie wird das? Die Lehrer. Ja, genau. Was kommen so für Reaktionen? Wie ist da so das Ansehen? Also es hat sich schon stark gewandelt. Ich glaube, früher waren Lehrkräfte deutlich höher angesehen. Eben auch wegen dem Bildungsstandard, den man dann so zumindest sagt, dass man den hat. Ne? Ob der jetzt immer gerechtfertigt ist, ist ja die andere Frage. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so... man wird dann eher oft, sag ich mal, verurteilt, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, man hat halt so einen Stempel, der Lehrer, ne, so. Und auch sobald man das gesagt hat, kommt dann immer, ja, ich als Schüler, so und so. Und dann kriegt man immer die Geschichten zu hören, wie es dann nicht so gut gelaufen ist. Ne? Also man hat kein ganz schlechtes Ansehen in der Gesellschaft, aber auch kein super tolles. Also man ist schon immer damit konfrontiert, man muss nach außen hin schon auch irgendwie also ich habe das immer im Hinterkopf, wenn ich irgendwie mal mich mit Freunden treffe oder so, hoffentlich sind da gerade keine Eltern, hoffentlich bist du vernünftig angezogen. Das sind alles Dinge, wo man dann vielleicht auch manchmal unterbewusst darauf achtet, dass man gibt als Lehrkraft einfach ein gewisses Bild ab und dem möchte man natürlich auch gerecht werden. Und also ich könnte, wenn ich jetzt so richtig über die Stränge schlagen möchte oder das tun würde, dann hätte man immer im Hinterkopf, hoffentlich hat das keiner gesehen. Das ist immer so schade, weil Lehrkräfte werden oft so, ja nicht auf den Podest gehoben, aber es ist schon so, man hat ein Bild von einer Lehrkraft, wie sie zu sein hat. Und dabei seid ihr da auch darf Menschen. richtig, genau, dabei sind wir auch nur Menschen. Das setzt eine Lehrkraft aber auch total unter Druck. Ne? Das ist ja von beiden Seiten, ne? Weil man versucht dann auch, oder viele versuchen dann diesen Perfektionismus irgendwie nachzukommen und das kann man gar nicht. Nee. Weil, ist auch nicht gesund, glaube ich. Nee, es ist nicht gesund und wie viele Stunden in der Woche will man denn arbeiten? Ja. Also wir sind auch nur Menschen und wenn ich sehe, wie viele manche Lehrkräfte arbeiten, die arbeiten 50, 60 Stunden. Keine Ahnung, wie viel jetzt also es ist halt nicht so, ich komme nach Hause, ich bin fertig. Ne? Ich habe halt den halben Tag noch im Kopf, okay, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Hat man in anderen Berufen auch, aber diese klare Abgrenzung gibt es nicht. Und dadurch verschwimmt Privatleben und das Lehrersein halt sehr. Und so einen richtigen Feierabend gibt es eigentlich nicht. Ja, deswegen da wieder auch der Verweis auf Teil 1, weil da hat es ja noch mal ein bisschen näher drauf eingegangen, so wie viele Stunden man mit nach Hause nimmt, hast du nicht gesehen. Ja, sehr interessant. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gedacht, dass das Ansehen irgendwo eher so abgenommen hat gegenüber einem Lehrer. Dafür bist du hier, um das mitzuteilen. Was findest du an deinem Beruf faszinierend? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würdest du herausstechen? Also für mich, sagen wir mal, herausstechen sind immer die Momente, die man hat, wenn
Kinder Erfolgserlebnisse haben, wenn ich feststelle, dass ich irgendwie was bewirken kann, dass ich irgendwie eine Klasse, die vielleicht vorher sich gar nicht gut verstanden hat, auf einmal zusammenrückt. Das sind eigentlich die Momente, die den Lehrerberuf besonders machen. Und wenn man halt auch, haben wir ja schon mal jetzt drüber gesprochen, wenn man diese Wertschätzung bekommt, das finde ich erstmal für mich total wichtig, aber auch die Kinder selber profitieren da halt so von. Und das ist halt super schön, ne? Egal, ob es jetzt auf Elternseite oder halt auch auf Schülerseite. Ich habe jetzt zum Beispiel von meinem ersten Jahrgang, den ich da hatte, habe ich immer noch einen Schlüsselanhänger, weil das so süß war. Das war so ein ganz schüchternes Kind und die ist so richtig aufgeblüht so zum Schluss. Und das sind so Momente, da erinnert man sich auch in Jahren noch dran. Ja, klar. Der erste Jahrgang ist sowieso immer besonders, sage ich jetzt mal, weil da alles noch neu ist und man ja selber irgendwie noch lernt und ja, das ist einfach der erste Durchgang. Ich glaube, der bleibt jedem immer in Erinnerung. Aber das sind so Momente, ja, die prägen einen und die machen das Lehrerleben auch schön. Ne? Und das ist auch genau das, wofür ich arbeite, ist genau diese Veränderung voranzutreiben. Ja, sehr schön. Und ja, gut. Ja, so zu ein paar Situationen kannst du da vielleicht noch was sagen? Also sprich so, was ist dir im Gedächtnis geblieben, was vielleicht mal so dich positiv oder negativ überrascht hat oder irgendeine lustige Geschichte oder so? Fällt dir da irgendwas ein in den Jahren, die du jetzt da als Lehrer schon tätig bist? Also lustige Geschichten haben wir relativ viele, würde ich mal sagen. Und mir jetzt spontan eine einfällt, weiß ich jetzt nicht. Also Kinder geben grundsätzlich immer super coole Antworten, muss man sagen. Gerade in der Grundschule, da kommen manchmal Antworten, mit denen man einfach gar nicht rechnet, die dann schon so erwachsen sind, wo man genau weiß, okay, das haben bestimmt die Eltern schon mal gesagt. So Momente, die einem so in Erinnerung bleiben, sind meistens emotionale Momente. Negativ natürlich, wenn es um das Thema Gewalt geht. Da hatte ich tatsächlich anfangs auch wirklich noch meine Schwierigkeiten mit, weil so schlimm wie es ist Alltag. Also nicht Alltag, ich glaube, das wird nie Alltag werden, aber es kommt halt schon auch oft, nicht oft vor, aber regelmäßig, sage ich jetzt mal, ne? Dass man das einfach mitbekommt, dass vielleicht im Elternhaus was nicht gut läuft, dass da einfach auch Menschen auch gewalttätig werden und die Kinder das auch teilweise abbekommen. Nicht immer richtet sich das nur gegen die Kinder, aber selbst wenn es sich gegen, sag ich mal, Mutter wendet oder so, dann ist es natürlich trotzdem so, dass die Kinder das mitbekommen und davon geprägt werden einfach. Ja, natürlich, ne? Klar. Und ja, schöne Beispiele hatte ich ja schon mal gesagt. Also da gibt es so viele kleine Momente, die einfach schön sind. Wenn ein Kind lernt, ich habe jetzt das erste Mal geschafft, meine Schuhe zuzubinden. Alleine das sind dann schon so Sachen, wo ich sage, ja, er hat es geschafft. Ich brauche nicht mehr die Schuhe binden. Das ist toll. Weil man freut sich dann für das Kind auch einfach mit, ne? Ja, weil das so für ein Kind auch das Selbstbewusstsein stärkt. Vor allem so kleine Erfolge dann so gefeiert werden. Ne? Ja, von richtig. Dem Kind selber so. Genau. Oder der Klassiker ist, mein Zahn ist gerade rausgefallen, yeah! Ja. Ne, so 1., 2. Klasse, die freuen sich da so sehr drüber und ich versuche das auch mit der Klasse zu feiern. Ne? Also es ist schon so, dass wir dann sagen, guck mal, er hat jetzt einen Zahn weniger, das ist doch was Cooles, weil das heißt einfach, dass das Kind größer wird und ein Stück weit auch, sag ich mal, erwachsener wird. Ne? Und das darf man auch ruhig feiern. Ne? Ja, klar. Und, ist ja schön, vor allem wenn man solche kleinen Dinge, vermeintlich kleinen Dinge feiern kann. Aber auch so, also was ich ja auch liebe, ist dieses Rumblödeln in der Schule. Es ist ja schon so, gerade in der Grundschule. Also ich bin ja dann manchmal selber so ein kleines Kind. Und das ist ja das Schöne an meinem Beruf, das darf ich ja auch sein. Ne? Ich darf mit Handpuppen spielen und ich darf auch vor der Klasse rumblödeln, rumtanzen und die Kinder finden das cool, ne? Ein bisschen mehr Kind sein wird uns alle besser stehen, glaube ich, generell im Alltag. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Kommen wir mal so zum Thema, weil das hatten wir in Teil 1 so ganz kurz mal angerissen, weil ja alles so veraltet ist.
Deswegen so Thema Digitalisierung. Wie wird die Digitalisierung denn so an deiner Schule umgesetzt oder eben halt auch nicht? Ja, also Thema Corona, ne? Eigentlich sollte es ja so gewesen sein, dass wir direkt vom ersten Tag an digital starten können. Hat natürlich nicht geklappt. Also das hat ein bisschen gedauert. An unserer Schule waren alle total bemüht, das irgendwie hinzukriegen und es hat auch relativ schnell funktioniert. Die Lehrkräfte, die Online-Unterricht gemacht haben, ich glaube, das haben gar nicht alle gemacht, haben sich natürlich auch schwer damit getan. Wir haben jetzt diese Woche tatsächlich auch nächste Woche eine Schulung dazu, wie wir unsere Smartboards benutzen können. Das ist sehr witzig, weil die Smartboards haben wir jetzt schon eine Weile und wir kriegen jetzt unsere Schulung dazu. Das sagt wahrscheinlich sehr viel darüber aus. Ja, macht sehr viel Sinn auch. Ja, wir haben tatsächlich ganz am Anfang von einer Kollegin dann eine Einführung bekommen, die sich dann schon auf der anderen Schule damit auseinandergesetzt hatte ein bisschen. Ja. Aber das ist natürlich keine allumfassende Fortbildung, was das angeht. Also ich denke, Digitalisierung da sind wir auf einem, Steinzeit. also ja, da sind wir wirklich noch ganz woanders. Es gibt so viele tolle Sachen, die man digital machen kann. Alleine wenn man so sieht, dass man sich auf so einem Smartboard die Welt wirklich wie so ein 3D angucken kann und schieben kann und gucken kann, wo ist was. Und das gibt es alles. Aber es wird einfach zu wenig genutzt. Und auch, also ich kann mich da nicht ausschließen. Ich weiß auch manchmal gar nicht, ne? Was gibt es für Möglichkeiten überhaupt? Klar, hier und da versucht man sich immer mal was anzueignen. Und ich benutze dann auch schon mal so Programme, wo man dann auch zum Beispiel mit den Kindern so interaktiv Spiele machen kann. Ne? Kahoot, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, sag mir nichts. Ja, da kann man dann so quizartig mit denen dann so, ne, dann können die vom Tablet aus, können die darauf zugreifen und Antworten geben. Und das wird dann vorne, kann man dann hinterher die Antworten sehen, wie viele in der Klasse hatten das richtig und wie viele nicht. Ne, so. Und die können dann gegeneinander spielen und so. Das ist schon ganz cool, weil das halt so diesen spielischen Charakter auch hat, ne? Ich finde generell, dass das dann in Zukunft hoffentlich mehr auch in die Richtung Digitalisierung geht, weil ganz ehrlich, wenn man einfach sieht, ne, es ist halt nun mal jetzt einfach so mittlerweile geworden, dass auch kleine Kinder einfach auch dann zu Hause schon ein Tablet haben oder da Spiele spielen und so. Ich weiß, dass das von vielen immer so verteufelt wird, aber ja, das ist halt nun mal der Weg der Welt. Letztendlich auch so, diese immer mehr digitalisieren, immer mehr, es wird halt weiter fortschreiten und nicht zurückgehen. So. Ja, ich meine, ich kann verstehen, dass es an der Grundschule noch mäßig eingesetzt wird, weil es ist natürlich wichtig, dass die Kinder trotzdem die Motorik schulen und lernen, einen Stift zu halten, zu schneiden. Wie viele Kinder habe ich, die bis zur 2., 3. Klasse noch nicht schneiden können? Okay, viele Kinder machen das zu Hause nicht mehr, wie das früher mal so war. Ne? Das ist heftig, ja. Also das unterschätzt man tatsächlich. Aber gleichzeitig, wie du schon sagst, ne, es ist auch wichtig, dass die Kinder wissen, wie öffne ich ein Programm oder wo finde ich denn überhaupt was auf den Tasten. Ja. Ne? Und das versuchen wir schon. Wie geht die Welt da draußen letztendlich auch vonstatten? Also einfach Ja. aktuell schon auch als Kind zu Richtig, bleiben ja. und nicht, keine Ahnung, in die Schule zu kommen, dann Steinzeit zu haben und zu Hause hast du wieder Hightech. Also dann Ja, einen gewissen schönen Mittelgrad zu finden. Dabei, Genau. ne? Und das ist ja schon auch so, ich meine, Thema KI oder ChatGPT, ne? Ja, genau. Das wird unsere Zukunft sein wahrscheinlich. Irgendwann werden wir die Antworten nicht mehr selber finden müssen, sondern wir geben sie ein und da sind sie. Ne? Ja. Da ist immer die Frage, man kann natürlich sagen, es ist alles totaler Quatsch, das braucht man nicht und man muss das alles auswendig können und so weiter. Es ist natürlich schön, wenn man es kann, aber warum soll man nicht auf die Ressourcen zurückgreifen, die man halt wenn so man die hat, ne? Ja. Und kann dadurch aber vielleicht sich viel mehr auf die Sachen konzentrieren, die vielleicht dann wichtig sind, Sachen zu hinterfragen. Wie finde ich denn eigentlich die richtigen Lösungen? Weil nicht alles, was im Internet steht, stimmt automatisch. Ne? Da kommt auch noch dazu, klar. Das denke ich mal, das sind Sachen, mit denen man sich dann in dem Zuge halt viel mehr beschäftigen müsste. Ne? Also Digitalisierung an unserer Schule ist schon auf einem ganz guten Stand, sage ich mal, für Deutschland. Sagen wir mal, genau, für Deutschland, weil Deutschland an sich ist natürlich nicht gut, was das Thema angeht. Und das, glaube ich, ist die Bundesregierung sich genauso bewusst.
wenn man sich so die Rankings anguckt. Ja, oder halt auch nicht bewusst, leider. Sonst wird das ja alles ein bisschen mehr. Ja, bewusst schon, aber das Geld fließt einfach an anderen Stellen. Ja. Genau, also man kann sich halt dann in Deutschland entscheiden, ist einem die Wirtschaft wichtiger oder und da irgendwie weiterzukommen oder ist einem Schule wichtiger und in dem Bereich voranzukommen und ja, dann weiß man ganz genau, wo die Regierung hintendiert. Ja. Das ist dann in dem Moment die Wirtschaft, ne? Dass das aber nach hinten raus vielleicht nicht immer ein Vorteil ist, das ist ein anderes Thema. Ja. Weil es ist ja nun mal so, dass es ist die Generation, die irgendwann in Zukunft dann hinterher irgendwie an der Macht sind und regieren oder ja, alle Berufe ausüben. Und ja, diese Veränderung, die da möglich ist, nehmen wir einfach nicht mit. Und dadurch, denke ich, werden wir irgendwann von ganz vielen Ländern überholt werden in ganz vielen Dingen und sind wir ja jetzt schon. Sind wir ja jetzt schon überholt worden, ja. Ja. Ja, klar. Ist so. Also Digitalisierung generell in Deutschland ist ein Thema für sich, ja. Ja. Ja, kommen wir zu der nächsten Frage. Kann man Inklusion in Schulen wirklich integrieren? Also was ist mit Differenzierung, um jedes Kind wirklich auch fördern zu können? Ja, also um das mit den Worten meines ehemaligen Englischlehrers zu sagen, Inklusion ist eine Sparmethode. Und ich glaube, das stimmt vielleicht nicht so zu 100%, ist vielleicht ein bisschen übergeneralisiert, aber es ist schon so, dass man sich dadurch natürlich viele Förderschulen spart, weil es gibt auch Kinder, die an einer normalen Schule, was heißt normal, ne, aber an einer Regelschule einfach Schwierigkeiten haben. Ne? Ja. Und dann kann man sagen, ja, aber es gibt ja Integrationshelfer und es gibt natürlich auch Hilfen. Ja, aber die müssen die Eltern beantragen. Es ist nicht so automatisch, dass ein Kind hat irgendeine Schwierigkeit und kriegt dann sofort Hilfe, sondern das läuft fast immer über die Eltern oder übers Jugendamt. Und es kriegt auch nicht jedes Kind, das Hilfe benötigt, auch tatsächlich zum Beispiel einen Integrationshelfer. Das ist nicht so, sondern man muss dafür eine Diagnose haben. Aha. Okay. Das wird auch von Stadt zu Stadt auch nochmal unterschiedlich gehandhabt, aber meistens muss man da wirklich eine Diagnose haben und erst dann kann ein Kind diese Hilfe dann in Anspruch nehmen. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Diagnosen oder der eine hat ADHS, das andere Kind hat vielleicht eine Lernbehinderung oder sozial-emotional Schwierigkeiten. Und deswegen, also ich denke, wir geben unser Bestes, so individuell wie möglich zu arbeiten. Wir haben aber auch 28 bis 30 Schüler in der Klasse. Ja. Und ja, wenn wir halt, sage ich mal, es gibt natürlich Tage, wo man mal zu zweit in der Klasse ist, aber die meiste Zeit ist man halt alleine und dann ist es nicht immer machbar. Man kann Arbeitsblätter differenzieren, man kann Arbeiten differenzieren, das kriegt man alles hin. Aber individuelle Förderung bedeutet für mich auch, sich wirklich in Ruhe Zeit nehmen zu können für jedes einzelne Kind. Ja, definitiv. Und diese Zeit fehlt ganz oft, weil wir Klassenbücher eintragen müssen, weil wir Sachen hochladen müssen, weil wir was auch immer gerade noch machen müssen. Ja, und das ist manchmal schade. Also das auch wieder, also eigentlich lässt sich ganz vieles immer wieder auf den Lehrermangel zurückführen. Hätten wir mehr Lehrkräfte, könnte Inklusion funktionieren. Aber so wie es aktuell ist, ist das einfach wirklich eine Sparmaßnahme, weil die ganzen Kräfte, die benötigt werden, um sich genau individuell um jedes Kind zu kümmern, sind halt nicht da. Ja. Ne? Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Die nächste Frage wäre jetzt nochmal gewesen, wofür du als Lehrerin einstehen möchtest, aber du hattest ja schon generell auch in Teil 1, deswegen da nochmal der Verweis einschalten, ausführlich geantwortet, wofür du stehen möchtest, auch mit deinem Instagram-Kanal und so. Deswegen einschalten, wisst ihr Bescheid, war auf jeden Fall auch sehr spannend. Ging, glaube ich, direkt alle in 10, 15 Minuten, was wir da so gequasselt haben. Deswegen so als letztes einfach so, was würdest du den Menschen da draußen so mit auf den Weg geben wollen, die wirklich auch jetzt bis hierhin alles geguckt haben oder so und sich wirklich überlegen, den Beruf einzuschlagen? Gibt es da noch ein paar Sachen? Also an sich muss man sagen, ist es ein wunderschöner Beruf. Man kann so viel von Kindern lernen. Man darf das nicht immer nur in die andere Richtung sehen, dass die Kinder was von uns lernen, sondern es ist auch so, man selber lernt super viel dabei. Gerade was auch so Persönlichkeitsbildung und sowas angeht. Und
ja, ich glaube, dass Kinder oft unterschätzt werden. Sehr unterschätzt werden sogar. Und wir müssen einfach, und das ist halt auch meine Message und das ist auch das, warum ich diesen Instagram-Account eröffnet habe, ist, dass wir mehr für Bildung tun müssen, egal, sei es finanziell, sei es, dass wir gewisse Strukturen aufheben bzw. neu gestalten. Ja. Auch Thema Räume, also die sind ja auch noch von... Ne? Von vorgestern. Ja, genau. Die sahen immer schon gleich aus und werden wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch so aussehen. 10 Jahre ist ja sogar noch gut gedacht, richtig. Und es gibt da einfach so viel Potenzial, wie wir die Bildung für unsere Kinder nicht nur spannender und schöner gestalten können, sondern auch einfach effektiver, weil Noten nicht alles im Leben sind. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, diese Message auch, ob man jetzt Mama ist oder Lehrkraft, dass man den Kindern einfach beibringt, du bist ein toller Mensch, auch wenn du mal eine 5 nach Hause bringst. Ne? Und am besten wäre es natürlich, wenn wir keine Noten hätten und man die Kinder nicht bewerten müsste, sage ich jetzt mal. Ja, und dass Schule einfach zu einem System wird, das das einfach die Kinder bei der Entwicklung unterstützt und die Kinder dazu ermutigt, neue Dinge auszuprobieren und zu entdecken. Also ein Lernen wieder zu einem Entdecken zu machen. Bisschen mehr den Mensch sein lassen. Richtig, genau. Weil ich denke, ja. das Potenzial, also es gibt Wissenschaftler, die dann irgendwie gesagt haben, irgendwie 98% aller Kinder werden klug geboren. Aber wir trainieren viele Sachen auch ab, weil man nicht danach geht, was jedem einzelnen Kind vielleicht liegt. Ganz genau. Ja. Und deswegen versuche ich da meinen Teil dazu beizutragen, einfach ein gerechteres Bildungssystem voranzutreiben. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall tolle Abschlussworte an der Stelle. Deswegen dann nochmal entsprechend der Verweis in der Videobeschreibung, da nochmal die Links von Monika abzuchecken und Teil 1 sich nochmal zu Gemüte zu führen. Und dann würde ich sagen, sind wir dann für heute durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit natürlich. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und ciao, ciao. Tschüss.